Dein Vater deckt die kriminellen Machenschaften deiner Familie. Und andere dürfen es ausbaden. Johannes hat damit überhaupt nichts zu tun. Ach nein! Du steigerst dich da in was rein. Du wirst diese Affäre auf der Stelle beenden. Wir haben keine Affäre. Was? Was willst du damit sagen? Es muss jetzt vorbei sein, Leonhard. Und zwar für immer. Hör zu, deine Eltern sind gestorben, ich weiß. Du bist völlig durcheinander. Leonhard, ich habe mich entschieden. Es ist vorbei. Aber wir lieben uns. Die Entscheidung ist doch völlig überstürzt. Ich meine, in ein paar Wochen ist alles wieder beim Alten. Ich habe darüber nachgedacht, glaub mir. Nächtelang. Ich kann nicht mehr. Akzeptier das. Ich würde sagen, du kommst morgen zum Frühstück vorbei und dann fahren wir zusammen in die Holding. Okay? Gut, Nathalie. Dann bis morgen. Tschüss. War alles klar? Guck mal, ein Eichhörnchen. Seit wann interessierst du dich für Eichhörnchen? Ich finde sie süß. Außerdem werde ich ja wohl den ganzen Winter damit verbringen, sie zu beobachten. Und die Rehe und die Vögel. Oh, was ist los? Dads Konten sind gesperrt. Ah, verstehe. Und jetzt musst du dir anstatt Shopping ein neues Hobby suchen. Eigentlich habe ich damit gemeint, dass mein Taschengeld so langsam fällig ist. Taschengeld. So, so. Ich kann mir nicht mal einen Kaffee in der Mensa leisten. Was? Ist Kaffee noch teurer? Danke. Damit müsstest du doch erst mal auskommen. Ja, 2 Stunden. Was? Klar, nur Dad hat mir immer ein bisschen mehr gegeben für den Notfall. Was für ein Notfall? Naja, man weiß nie, was einem so alles passieren kann. Oh, Vanessa, was soll denn passieren? Ja klar, das kennst du natürlich nicht. Du hast ja immer genug Geld gehabt. Dein Daddy ist ja Ist immer sehr streng gewesen, ja? Und hat uns dazu erzogen, vernünftig Haus zu halten. Mein Dad auch? Carla, ich muss total viele Bücher für die Uni kaufen. Fachbücher. Weißt du, wie viel die kosten? Wir können gerne zusammen einkaufen gehen. Aber ich werde auf gar keinen Fall für irgendwelche extravaganten Spirenzchen bezahlen. Ich habe nur mal einen gewissen Lebensstandard, okay? Okay, dann such dir einen Job. Na, wie war die Mitarbeiterversammlung? Die Männer wollen wissen, wann es weitergeht. Ob es überhaupt weitergeht. Und ich stehe da und muss Ihnen sagen, dass ich wahrscheinlich auch die kündigen werde, die schon seit Jahren dabei sind. Der Kontostand gibt es auch. Es ist nichts eingegangen von der Holding. Also wir können die Löhne nicht bezahlen, nach wie vor nicht. Geschweige denn die Lieferanten. Ich geh schon. Nico ist übrigens der Meinung, immer noch ihren Vater überreden zu können, uns die Außenstände zu überweisen. Oh, der müsste das Geld doch aus seinem Privatvermögen nehmen. Die Geschäftskonten sind doch eingefroren. Schwer vorstellbar, dass er seiner Tochter diesen Gefallen tut. Ja. Verflucht. Arno, ein Herr Lose von der Rohrfirma. Möchtest du ihn sprechen? Herr Lose. Ja, was gibt es? Hervorragende Arbeit, Frau Jones. 12% Gewinn, das ist mehr, als wir erwarten konnten. Hallo. Was verschafft uns die Ehre, Gräfin? Es geht um die Sache mit Arno. Es ist wirklich dringend.
Ich verstehe. Wir waren ja soweit fertig. Warten Sie, Frau Jones. Lassen Sie doch bitte alle offenen Rechnungen an Brandenbau für mich heraussuchen. Danke. Natürlich, aber das wird eine Weile dauern. Ja, Hauptsache, ich kann heute noch die Überweisung veranlassen. Die Konten sind gesperrt. Ja, ich werde das Geld von meinem Privatkonto abbuchen lassen. Zufrieden? Danke. Das Studentenwerk hat keine Jobs und auf der Messe brauchen die auch niemanden. 2 Anrufe reichen auch nicht. Oh, Carla, ich bin den ganzen Tag in der Uni. Ein Nebenjob, das schaffe ich nicht. Ja, wo liegt denn das Problem? Wenn du so viel lernen musst, dann hast du auch keine Zeit, Geld auszugeben. Aber bald ist es Winter. Ich brauche etwas zum Anziehen. Vanessa, ein Auditorium ist kein Catwalk. Ja gut, ein kleiner Job wäre vielleicht drin. Fragt sich nur, wo. Vielleicht im Auktionshaus? Ja, das könnte klappen. Und was würde ich da machen? Ach, hallo? Hallo. Könnte ich dich mal kurz sprechen? Und? Hast du unserem Vater bereits ein kleines Exklusivinterview gegeben? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Na, jetzt komm schon, diese Spielchen langweilen mich. Weiß er, wer für dein Outing verantwortlich ist oder nicht? Ich könnte es ihm heute Abend vor der ganzen Familie sagen. Oder vielleicht doch erst morgen. Ich warte einfach den richtigen Zeitpunkt ab. Ach so. Dir ist schon klar, dass er dann von mir erfährt, was Vanessa in der Holding angestellt hat. Dass sie eine Wanze in Sylvia Jones' Büro installieren wollte. Ich glaube auch, dass ihm das gar nicht gefällt. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass die kleine Vanessa wirklich vom Schloss fliegt. Endgültig. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das auch deinem reizenden Herrn Gemahl überhaupt nicht schmeckt. Ansgar, was willst du eigentlich von mir? Nennen wir es doch einfach friedliche Koexistenz. Du schweigst, ich schweige. Und wir leben ganz einträchtig auf dem Schloss miteinander wie ganz normale Geschwister. Vergiss es. Ich weiß jetzt, warum du das mit uns beenden willst. Der Streit mit deiner Mutter, als sie uns zusammen gesehen hat. Ich denke, dass du mich insgeheim dafür verantwortlich machst. Nein, ich war selbst schuld daran. Ja, wenn ich dir sonst irgendwie helfen kann, über den Tod deiner Eltern hinwegzukommen, dann... Es gibt wirklich was du für mich tun kannst. Geh mir in Zukunft aus dem Weg, dann machst du es mir nicht noch schwerer. Ja, aber... Es ist schon schlimm genug für mich, dass du wieder hier wohnst. Ich bin wegen Carla hier. Ich weiß. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wir sollten uns so wenig wie möglich sehen. Cecile, du weißt, dass das nicht funktioniert. Nicht hier. Diesmal schaffen wir das. Du willst also tatsächlich die Außenstelle von Brandenbau übernehmen? Von meinem Privatkonto, ja. Aber warum? Es ist noch gar nicht geklärt, dass Brandner Anspruch auf dieses Geld hat. Die Rechtsabteilung... Prüft das noch, ich weiß. Vertraglich war vereinbart, dass Brandner Bau in Vorleistung geht. Wenn einer der Investoren ausfällt, ist das nicht unser Problem. Typisch. Jenseits von Verträgen und Rechten gibt es noch so etwas wie eine moralische Verantwortung, Ansgar. Ja, genau. Arno und Elisabeth gehören zu meiner Familie. Aber es scheint dir egal zu sein, wenn die plötzlich ohne Geld dastehen. Nico, du mischst dich in geschäftliche Angelegenheiten. Davon hast du keine Ahnung. Also wenn gegen Bernd von Beinbach wegen Geldwäsche ermittelt wird, dann hat der doch garantiert auch was damit zu tun. Nico, dein Onkel bekommt das Geld. Ich finde wirklich nicht, dass du das tun solltest. Du kannst das Geld gern von deinem Konto überweisen. Hey, Jana. Morgen. Fräulein von Beinbach, guten Morgen. Morgen. Hier sind ja bald mehr Bedienungen als Gäste. Ja, wir garantieren eben erstklassigen Service. Was darf sein? Ein Orangensaft ohne Eis mit Strohhalm und einem Scheibchen Zitrone. An Tisch 2 möchte Sie jemand sprechen.
Hat er gesagt, um was es geht? Wollte Ihnen irgendein Angebot machen, glaube ich. Wahrscheinlich ein Vertreter oder ein Single auf der Suche. Mal sehen. Und, wie war's? Was denn? Du warst hier neulich mit 1000 Koffern und da dachte ich, du wolltest verreisen. Ach, Dan, nein, stell dir vor, ich habe einen Job. Wie, du kennst dieses Wort? Carla braucht mich unbedingt im Auktionshaus. Und du hast zugesagt. Sie hat mich so nett gefragt. Außerdem will ich finanziell unabhängig sein. Ach ja, und was machst du dann? So Kundenkontakte pflegen und Auktionen organisieren, repräsentieren, was eben so anfällt. Was rechnest du denn da? Ich werde eine Hypothek auf unser Haus aufnehmen. Bitte? Irgendwie müssen ja die Finanzlöcher in der Firma gestopft werden. Anna, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das Haus wird nicht belastet. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, Elisabeth. Wir können das No Limits und die Pension verkaufen. Ja, überstürzt verkaufen. Das bedeutet unter Wert. Willst du das? Aber wir müssen schnell handeln. Die Löhne sind fällig, die Lieferanten drohen. Und der Nächste, der fragt, wo sein Geld bleibt. Brandner? Morgen, Arno. Nico. Sitzt du? Wieso? Was ist denn? Johannes hat gestern das Geld an euch überwiesen. Das ist nicht wahr. Was ist los, Arno? Lahnstein hat überwiesen. Nico? Ja. Das war sehr gut. Ciao. Das war knapp. Ich würde vorschlagen, Sie lassen uns in diesen 7 Jana, dein Lohn. Besten Dank. Ich brauchte allerdings nur ein Autogramm. Aber nicht gleich wieder alles ausgeben. Nein, die Hälfte geht sofort an Arno und Elisabeth. Annis OP. So. Und was machen wir zwei hübsch? Power Shopping. Wie aufregend. Die setzen hier schon alles runter. Vor dem Weihnachtsgeschäft glaube ich kaum. Außerdem brauche ich überhaupt gar nichts. Vielleicht finden wir ja doch was Passendes für dich oder eine klitzekleine Kleinigkeit für mich. Oh, bitte, Jana. Das tut uns beiden doch bestimmt gut. Okay. Schön, dass wir zumindest mal fast vollzählig sind. Und dass Leonhard wieder bei uns wohnt, oder? Aber hallo. Ich werde das direkt mal für einen Ausritt nutzen. Musst du nicht zum Dienst? Erst heute Nachmittag. Was ist mit dir, Nathalie? Schaffst du es noch aufs Pferd? Ja, klar. Also, worauf wartest du? Eigentlich wollte ich gleich noch mit Carla in die Holding. Wir müssen noch was besprechen. Komm schon, Carla. Oder bist du heute eine strenge Chefin? Klar? Nein. Komm einfach nach. Super, danke. Frau Gräfin, die Post für Sie. Dankeschön. Hast du nicht Lust, mit Nathalie und Leonhard zusammen auszureiten? Ich muss die Kondolenzbriefe beantworten. Aber das kannst du doch danach machen. Nein, das kann ich nicht. Und? Wie findest du den? Toll. Nur toll? Nicht mal wow? Dann von mir aus eben eine Wow. Kauf dir den Rock, wenn er dir gefällt. Jana, das ist mein erster Arbeitstag. Mein Daddy hat immer gesagt, der erste Eindruck ist der wichtigste. Weil Carla dich auch nicht kennt. Wer redet denn von Carla? Die Kunden. Also ein Doppel-Wow sollte schon sein. Entweder du kaufst den Rock oder du durchforstest deine 38 Kleiderschränke zu Hause. Da lässt sich bestimmt was finden. Nur noch den hier, ja?
Können wir den Ausritt noch etwas verschieben? Ich will vorher noch mal zu meiner Tante in die Küche. Sie lässt sich ja gar nicht mehr aus ihren Fängen. Aber ich kann es gut verstehen. Sie hat mir sehr geholfen. Wenn ich daran denke, wie es mir damals ging. Ich war zwar noch ganz klein, als meine Eltern gestorben sind, aber plötzlich steht man ganz allein auf der Welt. Fühlt sich einsam. Irgendwie würde ich Cecile gerne sagen, wie gut ich sie verstehen kann. Aber leider kenne ich sie nicht gut genug. Im Gegensatz zu dir. Hast du nicht manchmal das Bedürfnis, ihr beizustehen? Naja, Du weißt doch auch, wie es ist, wenn man seine Mutter verliert. Du könntest ihr sicher helfen. Milch, Butter, Eier. Hast du noch einen kleinen Wunsch? Ach, du gehst einkaufen? Ja. Champagner, Kaviar, 2 Tickets in die Karibik. Ich glaube, es brennt. Warte, stopp! Der Felix, der braucht so einen Nasenhaarschneider. Kannst du den noch irgendwie... Tschüss. Was ist eigentlich los mit dir? Warum? Nee, sag mal. Arno hat das Geld von Johannes bekommen. Wird doch höchste Zeit. Er konnte doch nicht früher. Er war mit Cecile in Paris. Außerdem wusste er von der ganzen Sache nicht. Tolle Ausrede. Wenn Bernd von Beinbach-Lahnstein mit diesem Bau heimlich sein Schwarzgeld wäscht und Ansgar auch noch mitmischt, was Hat dein Vater viel zu wenig Einblick in seine eigenen Firma? Und das mit 2 Augen. Sag mal, was redest du denn da für einen Mist? Weißt du eigentlich, dass du ihm dankbar sein solltest? Nein, weiß ich nicht. Er hat das Geld aus seinem Privatvermögen genommen, um Arnos Firma zu retten. Und dein Job. Jetzt falle ich aber auf die Knie. Du bist so doof. Und du glaubst immer noch, dass dein Vater von der ganzen Sache nichts wusste? Ja, das glaube ich immer noch. Mann, wenn er das gewusst hätte, dann hätte er viel früher eingegriffen. Das nehme ich nicht. Das aber, dass ich das noch mal erleben durfte. Das macht genau 300 Euro. Ich habe mein Portemonnaie vergessen. Dann zahl halt mit Karte. Und wo ist die wohl, Scherzkeks? Ich habe nur so viel dabei. Gut, dann können wir gleich wieder gehen. Vielleicht könntest du ja mir den Rest leihen. 200 Euro? Du kriegst es doch zurück. Morgen. Allerspätestens. Ich brauche das Geld nämlich dringend selbst. Klar. Okay, danke schön. Viel Freude damit. In Wirklichkeit habe ich mir ein wabbliges Glibberauge einsetzen lassen. Vom Chefmaskenbildner aus Alien 3 höchstpersönlich. In Amiland ist sowas total hip. Willst du es sehen? Nein. Aber jetzt mal im Ernst, wann kannst du den Verband denn abnehmen? Bald. Angst? Quatsch. Das werden die schon hinbekommen haben. Schließlich hat es ja eine Menge gekostet. Na, Coco, du hole. Hallo. Hallo. Kontrollbesuch? Abholservice, Gräfin. Ich bin unterwegs zu Herrn Brandner, um mich bei ihm zu entschuldigen. Ja, vielleicht hast du Lust mitzukommen. Ich werde dann mal aufbrechen. Tut mir leid, dass ich mich so lange mit Elke verquatscht habe. Ach, das macht doch nichts. Wir können den Ausritt jederzeit nachholen. Hast du mit Cecile gesprochen? Nein. Ich glaube, am meisten ist ihr geholfen, wenn man sie in Ruhe lässt.
da bin ich. Hallo. Normalerweise fangen wir früher mit der Arbeit an. Und vor allem pünktlich. Öffentliche Verkehrsmittel, einfach grässlich. Trotzdem, schick siehst du aus. Wow. Danke. Nur nicht besonders geeignet für die Arbeit hier. In so einer angesehenen Firma kann ich ja nicht wie der letzte Bauerntrampel rumrennen. Und? Wo kann ich anfangen? Kriege ich eigentlich einen eigenen Schreibtisch? Computer, Telefon, Fax und so? Nein, das wirst du alles erstmal nicht brauchen. Frau Sommer wird dir gleich zeigen, was zu tun ist. Und wo finde ich Frau Sommer? Frau Sommer, kommen Sie bitte. Darf ich Ihnen Ihre neue Gehilfin vorstellen? Vanessa von Beinbach. Wir haben schon Bekanntschaft miteinander gemacht. Das freut mich. Ja, Frau Sommer ist eine sehr kompetente und freundliche Mitarbeiterin. Sie wird dir gleich die Arbeit im Archiv erklären. Archiv? Ja, dein neuer Arbeitsplatz. Akten sortieren, beschriften, Kopien machen, alles, was ihm so anfällt. Guten Tag, Herr Brandner. Hallo, Nico. Frau Brandner, guten Tag. Graf Lahnstein, guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs? Frau Brandner. Herr Brandner, ich bin gekommen, um mich bei Ihnen zu entschuldigen. Für die Probleme, für die Unannehmlichkeiten und natürlich für die Zahlungsverzögerungen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meine Entschuldigung annehmen. Ganz so einfach ist es nicht, Graf Lahnstein. Arno. Sie haben es unterlassen, uns über die Probleme bei der Finanzierung des Kongresszentrums zu informieren. Herr Brandner, das obwohl Sie von der Geldwäsche längst gewusst hatten. Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe den Großteil meiner Mitarbeiter entlassen müssen. Ich habe keine Folgeaufträge mehr, da ich mich ausschließlich auf Ihr Projekt konzentriert habe. Von meinem Ruf ganz zu schweigen. Mit anderen Worten, ich stehe geschäftlich vor dem Haus. Weil Sie falsch gespielt haben, Graf Lahnstein. Und so geht es weiter. Ansgar ist auf jeden Fall tierisch genervt, dass ich hier arbeite. Allein das ist Motivation genug. Ich bin stolz auf dich. Du, ich muss Schluss machen. Ich melde mich später nochmal. Ich hab dich lieb. Ich dich auch, Dad. Bis bald. Vater, ich bin wirklich... Ich bin noch nicht fertig. Ich ziehe in Erwägung, dich als Direktor der Lahnstein Bank abzusetzen.